Lasst uns die Ernährungsrevolution erleben. Bühne frei für Munyasia. So I'm the founder of OTEPIC Kenya Project. It's an abbreviation of Organic Technology Extension and Promotion of Initiativzentrum, or OTEPIC. Dieses OTEPIC, das steht für organische Technologie, Erweiterung und das Weiterführen von Initiativen, das Zentrum dafür. Das bedeutet OTEPIC. So the project is now 11 years, and when I try to give presentation about the project, I also look back. What have we achieved, and what are we doing now, and what are we heading for the future? Das gibt es jetzt seit 11 Jahren, das Projekt. Und wenn ich das präsentiere, dann mag ich es auch zurückzuschauen und darauf zu blicken, was wir schon erreicht haben und wo wir uns in der Zukunft hin orientieren. Looking back on the primary vision of why I created this project was mostly about food. Und ich schaue zurück auf die erste Vision, die ich für dieses Projekt hatte. Da ging es erstmal um Ernährung. I live to experience what it feels to go to bed without food. Denn ich hatte das erlebt, wie es sich anfühlt, ohne Essen ins Bett zu gehen. I live to experience how it feels to come from school and you go home aiming that you'll get a food but you don't find anything to eat. Und ich hatte es erlebt, von der Schule heimzukommen, mit dem Wunsch, Essen zu finden, aber dann zu merken, da ist kein Essen. Our kitchen used to be somewhere in the valley, and when I come from school, when I see a smoke coming from the kitchen of my mother, it was always a good sign. Unsere Küche, die liegt etwas im Tal, und wenn dann Rauch aufstieg, wenn ich aus der Schule kam, war es immer ein gutes Zeichen. But if you come from school, you don't see any smoke, it is a bad sign. There's no food. Aber wenn du von der Schule kommst und keinen Rauch siehst, dann ist es ein schlechtes Zeichen. Da ist kein Essen. The same as water is a big problem. People are struggling to find clean drinking water. Und dasselbe mit Wasser. Die Leute kämpfen das ja damit, passendes, gutes Wasser zu finden. So with all this limitation of this resource, people are struggling and to get what they can to survive, and this also bring a lot of competition and conflicts. Und mit all diesem Kämpfen zu überleben, ergeben sich auch viele Konflikte und Spannungen. So growing with this condition, I thought when I get opportunity in life, I want to work on finding solutions for food and water. Und unter diesen Bedingungen aufzuwachsen, habe ich Ausschau danach gehalten, nach Möglichkeiten für Essen und Wasserbeschaffung, Lösungen zu finden. But also we have a big problem of relation issues, relation between tribes, relation between neighbors. Aber wir haben auch große Beziehungsprobleme, nämlich zwischen den Stämmen dort und auch zwischen Nachbarn. So as far as solution can be found when people come together, sometimes we don't have opportunity to come together to find solution. Und Lösungen können nur gefunden werden, wenn die Leute zusammenkommen. Aber oft gelingt es nicht, dass die Leute zusammenkommen, um überhaupt Lösungen finden zu können. There is a story that when the first white man came to Africa, to Kenya, this man was wearing a white gown and had a Bible in his hand. Und da gibt es die Geschichte von dem ersten Weißen, der dort in Kenia kam, mit einer Bibel in der Hand. And he came and he told people, let's close our eyes and let's pray. Und hat den Leuten gesagt, lasst uns die Augen schließen und beten. At the end of the prayer, when the African people opened their eyes, they found themselves with the Bible. Und als die afrikanischen Menschen ihre Augen geöffnet haben, am Ende des Gebets, hatten sie selbst eine Bibel, fanden sie sich selbst eine Bibel in der Hand. When they opened their eyes, the land was gone. Aber als sie ihre Augen öffneten, war das Land weg. Our relationship between tribes was destroyed. Die Beziehungen zwischen Stämmen waren zerstört. So this had become a very big issue. It's about colonization that brought a lot of division among different tribes. Und dadurch gab es durch diese Kolonisationsgeschichte sehr viel Spaltung zwischen den verschiedenen Stämmen. So as far as we have problem with food and water,
sometimes we don't have an opportunity to really work together to find solution for these issues. Und mit unseren Problemen an Essen und an Wasser dran zu kommen, haben wir oft große Probleme, gemeinsam da Lösungen dafür zu finden. And so the idea of me trying to find solution for food and water and also create a place for building new relationship among people, promote peace. So war es für mich wichtig, um dafür Lösungen zu finden, auch neue Beziehungsebenen der Menschen untereinander zu finden, Frieden voranzubringen. So I hope that I want to study better and to get ideas on how to solve this issue, but education was also not very cheap. Und ich hoffte drauf, damit weiterzukommen. Aber die Bildung war auch nicht gerade billig. So it was easier for me to afford the primary education. Und es war noch ganz gut, einfach die sozusagen die Grundschulzeit zu durchlaufen. I have 7 brothers and all of them also they never made to high school. So also me, I never went to high school at that time. Und wie meine 7 Brüder habe ich auch nicht die Chance gehabt, dann weiterzukommen in die High School, was bei uns sowas wäre wie Hauptschule oder dann halt so die höheren Klassen. So since I could not continue with the high school because my parents could not afford school fees, I had to drop out and start doing some simple jobs. Und so musste ich aus der Schule rausgehen, denn meine Eltern konnten sich die Schulgebühren nicht leisten. Und ich musste einfache Arbeiten verrichten. So the only job that I could find at that time was mostly on the construction. We're helping people in the construction, bringing bricks, bringing water. That's the work I could do. Und am einfachsten konnte ich Arbeit finden auf Baustellen. Sowas wie Handlanger zu sein, Steine heranzuschleppen für die Bauarbeiten. So by good chance, one day we went to build one of the houses in the church. So it belonged to a Catholic priest. And when I was there working, the priest came and asked me what am I doing there, because it's illegal, I'm young, and I'm supposed to be in school. And he asked me why I'm not in school. Und eines Tages bauten wir da für die Kirche ein Haus und ein katholischer Priester, der da zuständig war, kam und fragte, was machst du hier auf der Baustelle? Du müsstest doch in der Schule sein. So I explained to him I don't have money to continue at the school. And so he asked me if I finished my primary education, I had to bring the papers the next day to show that I really finished my primary education. Und dann hat er gefragt, okay, wenn du deine Primärausbildung, also so diese Grundschulzeit durchlaufen hast, dann zeig mir dein Zertifikat dafür, dein Zeugnis, dass du das wirklich absolviert hast und komm damit wieder zurück. Actually, I had to look for it almost the whole night because I didn't know where I put it, because it didn't make any sense to me to keep this paper. Und ich hatte die ganze Nacht, musste ich das suchen, denn ich wusste gar nicht, wo ich das hingelegt habe, weil es hat für mich irgendwie gar keinen Sinn gemacht, dieses Papier aufzubewahren. So when he saw it, he was like, Then I was also wondering what is so important in that paper. Und als er es dann gesehen hat, dann war so, Und ich habe mich gewundert, was denn da in diesem Papier so wichtig sein soll. So showing him this paper, I didn't know that was the opportunity for me. I could be given to go back to school again. Und da wusste ich nicht, dass dieses Papier die Grundlage dafür war, dass ich die Chance bekam, wieder zur Schule zu gehen. So a priest decided to support me to a high school, and he took me to a Catholic high school. It was very strict, and the idea was meant that I have to be a priest, and he also wanted me to be a priest. Und so hat der Priester dafür gesorgt, dass ich auf eine weiterführende Schule kam, und es war natürlich eine katholische Schule mit der Idee, dass ein guter Priester da heranwachsen sollte. It didn't work out, maybe in future, you never know. Es hat nun bisher nicht funktioniert, aber vielleicht in der Zukunft, wer weiß schon. So after high school, I started thinking again, what can I really go to study about? And so the idea still came to study about something to do with food and water, our relationship. But my idea really changed to think what kind of food is not just about food, but healthy food. Und nachdem diese weiterführende Schule beendet war, begann ich nachzudenken, okay, was will ich jetzt wirklich machen, wo will ich weiter studieren? Und es war klar, es soll um Essen gehen, aber nicht nur einfach um Essen, sondern auch um gesundes Essen. The reason why I say healthy food, because we have a reality of many chemical farms around. Und der Grund dafür
ist die Tatsache, dass es sehr viele Chemikalien da im Umfeld gibt. People are using a lot of chemical fertilizer and a lot of pesticides is a lot around. Sehr viele Kunstdünger werden eingesetzt und Pestizide, sehr weit verbreitet dort. There is a lot of monoculture. We have the biggest seed company for East Africa around in this town. And they have a monoculture of different hybrid seeds that they are planting. So they spray a lot of chemicals. Und es gibt dort große Monokulturen. Dort in der Stadt ist auch die größte Saatfirma ansässig in der Gegend, die da eben sehr viele Felder bestellen und sehr viel Chemikalien dafür einsetzen. Not only the seeds, but also the flowers. There are some flower farms around also, which are contaminating the water. Und es gibt auch Blumenfarmen, die dort das Wasser verunreinigen. And these flower farms are, these flowers, they provide flowers which are exported, mostly in Europe and Netherlands. Die Blumen, die dort produziert werden, die werden vor allem nach Europa exportiert, vor allem auch in die Niederlande und nach Deutschland. So with having this reality of pesticide and chemical, I wanted to study on something organic farming. And I got this opportunity to study organic farming in Kenya. And I came and started working with people in my community. Und deshalb wollte ich organische Landwirtschaft studieren. Und dazu hatte ich dann die Gelegenheit und hatte die Idee, diese Art Biolandwirtschaft dann in meine Gemeinschaft zu tragen und dort anzuwenden. This is Kitale, this is where I come from, and we are just in the border to Uganda. Das ist also Kitale, die Herkunftsstadt in der Nähe von Uganda. So going north is very dry place. Im Norden ist es sehr trocken. So people in Kitale, we live in really small spaces. This is the place where I was born and brought up. It's called Mitume, and people live in a space of 7 meters by 21. Und dort leben die Leute auf so kleinen Landstücken, 7 mal 21 Meter sind die groß. Und das ist Mitume, wo ich aufgewachsen bin. So the sanitation here is not good, no water, and people living in small space. So how can people grow food here? Und da ist sehr wenig Platz und der Wasserzugang ist sehr eingeschränkt. Also ist die Frage, wie können die Leute dort Essen anbauen? A lot of social problem, a lot of youth without perspective. Everybody wants to move away. There's a lot of criminality around. How can we bring another form of livelihood in this place? Und da gibt es jede Menge Probleme. Jugendliche, die keine Perspektiven haben. Viel Kriminalität, die da entsteht. Und so ist so die Frage, wie kann man an so einem Ort wieder Hoffnung und eine Perspektive reinbringen? So coming back here, since I didn't have a land to show people, we just picked some places which have garbages and we create gardens there, vertical gardens. Und da ich da kein Land hatte, habe ich mich umgeschaut nach Möglichkeiten, vertikale Gärten herzurichten und anzulegen. Sometimes our garden could be destroyed because it was land belonged to somebody or from the local government. So we wished that we can really create our own place where we can really show people how organic farming works. Und wir haben uns umgeschaut mit dem Wunsch, dass wir unser eigenes Land finden können, um auch zu zeigen, wie denn Biolandwirtschaft funktionieren kann. So working with youths and some women groups here for some time, there was a professor who came from US and he saw what we are doing and he gave me another opportunity to go to US to study how people can grow food in small spaces possible. Und da ich damals dann schon mit Jugendlichen gearbeitet habe, ist ein Professor aus den USA auf mich aufmerksam geworden und hat dann eben mal etwas nachgeforscht, was da stattfindet. So when I went to US and I studied there, we used to be given $300 every month for food and for everything. So, but I was living in the farm, so I could grow my own food. So I saved all this money. When I came to Kenya, I managed to buy a small piece of land where it became the first school to teach people. Und über diesen Professor bekam ich ein Stipendium und über dieses Stipendium $300 pro Monat, was ich aber nicht gebraucht habe. Ich wurde da versorgt auf der Farm, wo wir waren. Das Essen gab es kostenlos und so konnte ich das Geld ansparen mit der Idee, das dann nach Kenia zurückzubringen und dort einzusetzen. Our culture is very different. If you just come and talk of something, people don't understand you, but people want to see things are happening. That's when many people can follow. Und wenn man dort einfach nur spricht von irgendwas, dann
können ja die Leute sich nicht mit verbinden. Die Leute wollen dort was sehen und was zum Anfassen haben, um da mit einzutunen. So coming back from US was a big challenge. You know, people expect you come from America, you must have a big money, a car, and yeah. Und es war schwierig, denn natürlich erwarten die Leute, wenn man aus Amerika zurückkommt, dann muss man eigentlich ziemlich viel Geld haben und ein großes Auto und so weiter. So coming, I only had this money that I saved, and I came and bought this land. And so I called many people, let's come and do something here. People think I'm crazy, and they ask me, why did you come back? Because if you go there, people always stay there. Und die Leute haben auch gefragt, ey, bist du denn verrückt? Warum kommst du zurück? Normalerweise, wenn die Leute nach Amerika gehen, dann bleiben die doch auch da. Was machst du denn hier zurück? Aber eben das Geld hat ausgereicht, was ich hatte, um dieses Stück Land zu kaufen. And so I just started making, here you call them hogel beds, like raised beds. And even people thought, this guy must be crazy because he's making graves. They look like graves. Da haben die auch noch gedacht, der Typ, der baut hier Gräber. Und diese vermeintlichen Gräber waren natürlich Hügelbeete. Aber da haben die auch gedacht, der ist doch verrückt. So after that, they started seeing things growing. A lot of kids, they come, more women also come. And now they don't also ask me why I come back. So they're also calling me again, when are you coming? When are you coming? So the project is doing well in that place. Dann lief es aber ganz gut und dann kamen Kinder und Frauen mehr und mehr dazu und haben dann irgendwann nicht mehr so gefragt, ey, bist du verrückt, sondern ey, komm, mach, und hatten dann Interesse, da mitzumachen und was davon zu lernen. So the place, we still don't have water there for farming, but we only do the farming there during the rain season. Und da gibt es keine Bewässerung, deshalb wird da nur in der Regensaison angebaut. And it's a place also now we decided to grow our own local seeds because there are not so much farms around there. Und mittlerweile ist es ein Platz geworden, wo die lokalen Saaten weiter vermehrt werden. Denn da gibt es nicht so viel in der Umgebung. We now promoting a lot of growing our own local seeds which are more adapted to the region when there is a drought or too much rain. So local seeds can really work out better, also with pests and diseases. Und deshalb setzen wir jetzt wieder mehr auf lokale Saatgut, das dann letztlich besser umgehen kann mit Dürre oder auch wenn zu viel Regen da ist und besser mit Krankheiten und Schädlingen klarkommt. So we try also to use many local available resources that are there, and there is a lot of plastic bags from the seed company, and we try to make use of it by making vertical gardens also. Und wir versuchen sehr die Ressourcen zu nutzen, die da sind. Und da gibt es unter anderem diese Plastiksäcke von dieser Saatfirma, die wir recycelt haben und daraus vertikale Gärten angelegt haben. And also a lot of plastic from the water and how you can make use of it. And also kids will love to do gardening and being creative with this. Und auch viele so Plastik-Wasserflaschen, das ist für Kinder natürlich cool, auf die Art und Weise zu gärtnern. So there is a lot of plastic around, and also there have been a lot of activism against plastic. And 1.5 years ago, around 2 years, the government of Kenya banned the use of polythene bags. So it was a big change. Ja, und es gibt da jede Menge Plastik, aber auch viel Aktivismus gegen Plastik. Und tatsächlich war es vor knapp 2 Jahren so weit, dass die Regierung Plastik verboten hatte. Zumindest Plastikbeutel, so Plastiktaschen. Und das brachte einen sehr großen Wandel. So it's a good initiative that the government is promoting, but also other countries are copying. Uganda, also Tanzania, how to avoid these polythene bags. Und das war ein großer Schritt. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass auch andere Länder nachziehen. Uganda und Tansania, die auch ein Verbot von Plastiktüten verhängt haben mittlerweile. So we try to make use of a lot of what we have. These are banana stem. Banana stem still has some water when you harvest the banana. You can use stem for growing some plants. And also it's just creative gardening that we try to promote. Eine weitere Möglichkeit, das zu nutzen, was da ist, sind diese Bananenstämme, die man auch als Pflanztröge quasi verwenden kann. So I got to know many other teachers, and I also traveled in Europe, my first time in Portugal, and I got to know about Zepp Holzer, so I learned of permaculture,
And so I try to combine permaculture, biointensive, and organic farming in where I live. And different places have different challenges. So I try to use all different concepts in our place. Und mit der Zeit lernte ich mehr und mehr auch LehrerInnen kennen und kam dann auch nach Europa, nach Portugal, habe dort von Sepp Holzer erfahren und von Permakultur und habe dann angefangen, das zu verknüpfen mit biointensivem Anbau und mit organischem Landbau. So we moved from the slum, and also we went to another village to create another center where we can also teach more people in different areas. And we went and create Amani Gardens. Amani means peace garden. Und dann sind wir ein Stück weit aus der Stadt hinausgezogen, um diesen Garten zu begründen, den Friedensgarten, Amani Garden. And after getting the place where we can set the project, what was important was to call the people living around these villages, to show them what we want to do and also how much they want to be involved in the project. Und da war es für uns wichtig, die Menschen in den Dörfern außenrum mit einzubeziehen und sie zusammenzubringen, um ihnen auch zu zeigen, zu vermitteln, was wir mit dem Projekt denn bewirken wollen. And to make also the people around to show interest of the project, better to address what is their need, very important needs. Und auch besser so im Austausch zu sein, was denn die wirklichen Bedürfnisse sind. So talking with the community, having initial meetings, we realized water was a big problem. Und mit den Treffen, die wir da hatten, haben wir bemerkt, dass Wasser wirklich ein großes Problem ist. So there's a big business of selling water around. There's a truck and there is always people making a long line to buy water. Da gibt es viel Geschäft drum, Wasser zu verkaufen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Wasserlastwagen und die Menschen, die das Wasser dann verkaufen. And so with the support from friends, we managed to drill a borehole up to 72 meters deep, and we give people water for free. 3,000 people get clean drinking water for free. Und mit der Möglichkeit, über eine Spende einen 72 Meter tiefen Brunnen zu bohren, konnten wir jetzt mittlerweile 3.000 Menschen den Zugang zu kostenlosem, sauberen Trinkwasser ermöglichen. So it's not just giving water, but also people, when they come to Amani Garden, they also see some of the farming that we do, and they take this concept to their home to practice it. Und wenn die Leute dorthin kommen und das Wasser holen, dann haben die nicht nur das Wasser, sondern können auch im Kontakt mit dem Garten da so ein bisschen aufnehmen, was da passiert und diese Ideen mitnehmen zu sich nach Hause. And now we are in process also working with the same community to how they have to maintain this water that it become sustainable, protected. And if something break down, they have to work together to repair it. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir dort in dieser Gemeinschaft das veranlagen, auf das Wasser Acht zu geben, das Wasser zu pflegen und wenn von den Wasserinstallationen etwas kaputt geht, das gemeinsam auch wieder zu reparieren. So Amani Garden is always open and a lot of kids also come. Not every children go to school, so they can come and hang out here. Dann kommen auch viele Kinder hin, denn nicht alle Kinder können zur Schule gehen, dann hängen die gerne am Garten rum. They come to play in the garden, to help, to water the plants. But also we cook lunch, and food connects a lot of people in our culture. Und dann sind die da im Garten und spielen ein bisschen, helfen mit und wir kochen dann auch gemeinsam und das Essen verbindet sehr stark. So also volunteers that come there, sometimes our kitchen chief is not sure how many people we'll cook for. So sometimes we can have 15 or 30 or 60 people coming. So it's not easy to know this. Das ist auch immer wieder mal so, dass noch zusätzlich VolontärInnen da sind. Und so weiß eigentlich der Koch oft gar nicht, wie viele Leute wirklich dann erscheinen zum Essen. Es können einfach mal so 50, 60 Leute werden. Das stellt sich dann immer so am jeweiligen Tag raus, wie viele es denn werden. So while allowing many people to come in and the project is free, but also kids coming, there was a day when two brothers, they didn't want to go home in the evening. And so they slept there. And also we wondered the next day what will happen. The next day again, they wanted to stay there. So we were curious to know they are home. Und eines Tages war es so, dass zwei von den Jungs, die kamen, nicht mehr nach Hause gehen wollten am Abend und dann da übernachtet haben. Und am Tag drauf wieder das Gleiche.
Nochmal, wollt ihr nicht nach Hause gehen? Und dann haben wir mal nachgefragt, ey, warum ist denn das? Warum wollt ihr nicht nach Hause gehen? So asking around, we realized the mother was not there, and the mother is drug addict, alcoholic, and the father, nobody knows where the father is. So these kids have been just sleeping in different places. And so we decided to keep them there in Amani Garden. Und dann haben wir herausgefunden, dass niemand weiß, wo der Vater ist und die Mutter drogen- und alkoholabhängig war und so die Kinder sich immer irgendwo anders zum Übernachten hingelegt haben. Und dann haben wir entschieden, die bei uns zu behalten, da in diesem Amani-Garten. And so they stayed there, but it was not very comfortable for them. And we decided to rent a house. And at the moment, we have more other children who are orphans and which we support. And that was the idea to start a Tabasamu Children's Home. Und das war so der Startpunkt für das Tabasamu Kinderheim, wo mittlerweile etliche andere Waisenkinder auch mit untergebracht sind. So they live here with the 3 young women, and they are taking care of them with this food, accommodation, and also to ensure they go to school. Und 3 junge Frauen kümmern sich um diese Kinder, versorgen die und ermöglichen denen auch, dass sie zur Schule gehen können. So with the many ideas that came in and also learning from different people, we wanted to create more other projects. Und mit der Zeit kamen noch mehr Lernerfahrungen, Austausch mit anderen Leuten und dann wollten wir nochmal neue Projekte weiterführen. So we thought of creating a school where we can train more people to become teachers in their own communities. Und dann dachten wir, eine Schule, wo wir mehr Leute ausbilden können dahin, dass sie selbst in ihren eigenen Gemeinschaften wiederum weitere Leute trainieren können. Also the idea of creating an eco-village where people from various tribes can come and live together, grow food together and learn together. Auch ein Ökodorf zu gründen, wo die Menschen zusammenkommen können, zusammen leben können und dort gemeinsam Essen anbauen und so eine gemeinsame Kultur entwickeln können, auch eine Lernkultur. And also to create a permanent home for children. Und ein dauerhaftes Zuhause für Kinder dort anzulegen. So with this we had to fundraise to buy the land, and first it was challenges with fundraising, but also to get the land, it was not easy. Und es war nicht einfach, Geld für das Land zu finden, aber auch das Land an sich zu finden, war nicht leicht. Yeah, because people will prefer to rent their farms to the seed company to grow seeds than to sell it. So even the land is too expensive. Denn üblicherweise verpachten die LandeigentümerInnen ihr Land lieber an diese Saatfirma und dadurch wird, weil das für die rentabler ist, und somit ist das Land in der Gegend sehr teuer. So because a friend knew what we wanted to do, and with this vision, he talked with his uncle and we managed to get 10 hectare land, and this is where we started working together. Doch dann hat ein Freund, der unser Projekt kennengelernt hat, mit seinem Onkel gesprochen. Und dieser Onkel hatte diese 10 Hektar Land, die er OTEPIC zur Verfügung gestellt hat. So to get this land, the land is always very poor, and in Kitale, when you think of growing food, you should not think about growing food. Think about growing soil, because we don't have the soil. Soil is already washed away, no organic matter in the soil, and the soil is very acidic. So we need to work a lot on the soil. Und üblicherweise, wenn man dort in der Kitale-Region Land bekommt, dann ist es sehr armes Land, denn der Humus ist fast komplett abgebaut, der Boden ist sehr arm und degradiert. Und deshalb sollte man anfangs nicht so sehr daran denken, da Pflanzen anzubauen, sondern erstmal Boden aufzubauen. So we called the community again around there, and we talked with them about what we want to do and how they want to be part of this vision. And always their need is always about water. And also we drill another borehole to this land that we bought. Und dann haben wir dort wieder die Gemeinschaft, also die Menschen aus den umliegenden Dörfern zusammengerufen, um sie zu fragen, was sie sich da erhoffen. Und wieder war Wasser ein zentrales Thema. Und dort gab es dann die Gelegenheit, ein noch tieferes Bohrloch zu bohren, 100 Meter tief, und dann wieder sauberes, frisches Trinkwasser zu fördern. So, but also when we were planning about what we want to do,
we decided also not only talking of ideas, but also start working together and try to understand each other by working together. Und wir wollen nicht nur reden miteinander, sondern auch gemeinsam arbeiten und uns sozusagen zusammenzukommen und gemeinsam auszutauschen beim Arbeiten, beim gemeinsamen Tun. And what we had a morning session of talking, and in the afternoon we started also building. And because we have a lot of plastic bag from the seed company, so we decided to start using that to build the first houses there. Und dann haben wir nach einer Gesprächsrunde am Nachmittag angefangen zu bauen. Und zwar mit Hilfe dieser Plastiksäcke, die es dort massenhaft als Abfall gibt. Und haben damit die Wände aufgebaut. So we put soil on it and we built, and this was the first house which we created. But also try to create consciousness of people how to avoid these polythene and plastic bags, but to use what is already there. Und während wir dieses Haus damit gebaut haben, ist zugleich auch im Prozess den Leuten vermittelt worden, ein Bewusstsein für diesen Plastikmüll, den die Säcke ja darstellen, und auch gleichzeitig für die Ressourcen, die da sind, was man auch aus Abfällen machen kann. But also we decided to start working on regeneration of the land and also the water. Und wir haben auch beschlossen, an der Regeneration des Landes und natürlich auch der Wasservorräte zu arbeiten. Within a short time we receive a lot of rain, a lot of floods, and all this water goes to the river or washing, causing erosion. So we, with the help of Ron here, I call him the god of swales, we started making the swales to collect the rainwater and to make it sink to recharge the groundwater systems. Und weil das so ist, dass dort sehr, sehr viel Regen in kurzer Zeit fällt und dann sehr viel Wasser die Erde auch davon schwemmt, haben wir begonnen, hier Swales zu bauen, mit der Unterstützung eines gewissen Ronny, der auch der Gott der Swales genannt wird von gewissen Personen. Ja, jedenfalls wurde da also begonnen, eine Wasserretentionslandschaft anzulegen. Yeah, because we have been pumping a lot of water for people to use drinking water. So now was to make places to slow the water, to spread it, and to make it sink to the ground. Und während wir vorher schon nach Wasser gebohrt hatten und das nach oben befördert haben, ging es jetzt darum, das Wasser zu verlangsamen im Versickern. Das heißt, das Wasser auf dem Land zurückzuhalten. So by working with these few methods, we have seen a lot of regeneration of some plants, and diversity of many things are growing at the moment. Und mit diesen Maßnahmen haben wir jetzt schon beobachten können, dass wir dadurch das Pflanzenwachstum deutlich begünstigen konnten und das offenbar fruchtet. And also we want to make in different places, and already we have seen how the land is growing. Und das haben wir dann an verschiedenen Plätzen da weitergeführt und können jetzt beobachten, wie es auf dem Land wächst. So also we planted a lot of fast-growing trees that can fix nitrogen in the soil. This was before, this is after. A lot of banana plants. Und anfangs haben wir vor allem stickstofffixierende Bäume gepflanzt. Das obere ist ein Bild, wie es vorher ausgesehen hat. Und dann einige Jahre später mit diesen stickstofffixierenden Bäumen und Bananenstauden. So a lot of things are growing. We have cassava, pumpkin, and fast-growing trees, and a lot of diversity of many things. Und somit wächst da eine große Vielfalt an Pflanzen. Zwischen den Bananen und diesen stickstofffixierenden Bäumen wachsen Kürbisse und Cassava und viele andere Dinge. So the places which was like this, very poor, we try to put a lot of organic matter, and yeah. Und auf diesem Platz, wie man vorher nochmal gesehen hat, der sehr arm war, hier haben wir versucht, sehr viel organische Substanz aufzubringen. And we have seen a lot of big difference at the moment, how things are changing faster. Und wir haben da schon jede Menge Unterschied gesehen, wie die Dinge sich jetzt auch immer schneller verändern. So this was before, this is after. Das war vorher und das ist nachher. And so this land had only one tree, and now we have big trees here, and probably next year in the middle we can start getting our avocados for the first time. Und wieder, das war vorher, da gab es einen einzigen Baum auf dem Grundstück und mittlerweile sieht es so aus und wir können nächstes Jahr unsere ersten Avocados ernten von diesem Land.
So with creating this center, also to create a good place where we can train more teachers, we needed more facilities where people can really stay there and learn for intensive program for 3 months, 6 months. And with this, we needed facilities like conference center and a place where they can sleep. Und wir wollten ein Konferenzzentrum aufbauen, weil wir auch die Möglichkeit schaffen wollten, dass Leute für längere Zeit bei uns sein können und das vertiefen können, das gemeinsame Lernen, wo man auch mal so für ein halbes Jahr dort sein kann. Und deswegen eben ist dieses Konferenzzentrum gebaut worden oder angefangen worden zu bauen. So we started building and we have received some few donations, and just this year we made the roof and also we made the walls. Und wir haben begonnen zu bauen und haben mittlerweile die Wände aufgezogen und das Dach aufgesetzt. And also we have a campaign here how to support us to buy stones. One euro is 1 stone. Es gibt auch eine kleine Kampagne, um diese Steine zu finanzieren. Ein Stein kostet 1 Euro. So this is the building at the moment, and we still want to partition the rooms and to have a good kitchen for cooking for students, but also use kitchen for teaching about nutrition education. So. Das ist jetzt, wie das Gebäude momentan dasteht. Jetzt als nächstes wollen wir da noch den Innenausbau machen, das unterteilen in Räumlichkeiten und auch eine Küche dort einrichten, die natürlich einerseits für die Nahrungsversorgung da ist, aber auch dafür, das Wissen um Ernährung zu vermitteln. So also we will try to fix the solar panels, solar water heating system, and also to work with how you can use water more than one time and recycle all the water system here. Und wir möchten ein regeneratives Wassersystem da einrichten, wo das Wasser mehr als nur einmal verwendet wird, was dort aufs Land fällt, und auch Solarinstallationen dort einrichten, um Solarenergie zu ernten. So with solar energy, Stefan here has been working on the plan for this solar energy, and Ronnie will be also an engineer for water. And of course, we need a little bit of more experts on different ways, and we are also looking for support so that we can finish the building. We realize also we needed a lot of more support for this. Und wir haben bemerkt, wir brauchen noch mehr Unterstützung, um das weiterzuführen. Da ist Stefan, der sich um die Solarinstallationen kümmert, Ronny um so das Wassermanagement, und so brauchen wir auch noch mehr Expertise, um das zu einem guten Ganzen weiterzuentwickeln. So if you know some organization or some people who can support different here to buy beds, chairs and other things that are needed, donation would be much appreciated too. Und natürlich, wenn ihr Leute kennt, die da gerne was reingeben wollen, das ist sehr geschätzt. Hier gibt es noch einige Investitionsmöglichkeiten und das auf jeden Fall findet eine hohe Wertschätzung, wenn es da Unterstützung weitere gibt für das Projekt. So as far as that project is going on, we also build a bathhouse, a place for women to give children. Während dieses Konferenzzentrum-Projekt weitergeht, haben wir mittlerweile auch Geburtshäuser errichtet. So talking with the communities about this issue, we decided to build a bathhouse in this center too. Und so wollten wir hier Geburtshäuser bauen an diesem Ort. And so we got the machine for making bricks to build this bathhouse. Und so haben wir uns diese Maschine hier zugelegt, um die Steine für diese Geburtshäuser zu pressen. It needs a lot of energy to hang and to crush it. Es braucht viel Energie, um sich da hinzuhängen und dann diese Steine wirklich da mit einem gewissen Druck zusammenzupressen. No need for going for gym, or people who want to fight, they can fight here and get bricks. Ja, da braucht man ja wirklich nicht mehr ins Fitnesscenter gehen, und wenn dann jemand sich auspowern will, statt zu kämpfen, oder gegeneinander zu kämpfen, kann man hier mit den Steinen kämpfen. So the bricks that we make is more interconnected, doesn't need so much cement, so people with also less skills of building can build a house. Und die Steine brauchen auch nicht viel Zement. Es ist hauptsächlich die ortsanständige Erde, die da eingesetzt wird, und das ist eine Technik, die auch Leute mit wenig besonderen Kenntnissen zum Bauen befähigt, selber ihre Häuser zu bauen.
So luckily we have a lot of volunteers who they can help us with this. And in our tribe we say viele Ende, schnelles Ende. Oh, it's hard to translate this one. Oh, yeah. Ja, also so, wir haben auch zum Glück jede Menge freiwillige HelferInnen, die da zukommen und wie wir zu sagen pflegen bei uns, viele Hände, schnelles Ende. But something very important is also how to make the work. It's not about just working, but make it fun. If it's not fun, it doesn't worth it. So make it enjoyable and people can come. Und es soll natürlich auch Spaß machen. Für uns ist wichtig, dass das Freude bereitet und dann auch die Leute Lust drauf haben, dazu zu kommen. So this is the bathhouse and we have to work here this year to finish it. We have to still install some other equipment that are needed. Das ist dieses Geburtshaus und da werden wir auch noch weiterarbeiten, denn da müssen wir noch einiges in Ausstattung rein installieren. Also we're planning how we can do training to the local midwives and we already got one contact from Marburg, so we see what will happen. Und wir planen auch dahin, wie wir die lokalen Hebammen dort trainieren können. Da gibt es auch schon einen Kontakt nach Marburg mittlerweile, der helfen könnte. So also we are in process of talking more with other supermarkets to get food from the supermarket. Instead of throwing away the food, we can get food and also we can put together with the food that we get in our project and we cook for the homeless people. Und wir sind auch im Gespräch mit einigen Supermärkten, um das Wegwerfessen abzugreifen, dass das nicht mehr weggeworfen wird, sondern zusammen mit dem Essen, was wir auch anbauen, zur Verfügung gestellt wird, um Obdachlose damit zu verpflegen. So at some point when we have a lot of harvests around November, December, we cook for 150 to 200 people who come, so we cook, but also it's not about just giving food, but finding a way how to make right contact, develop friendship and to involve them in tree planting programs that we want to do. Und da haben wir auch schon mal für 150 bis zu 200 Leute gekocht, in Zeiten auch, als es gerade große Ernte gab. Und das ist nicht einfach nur eine Verköstigung, sondern es geht dann auch wieder darum, ins Gespräch zu kommen und so ein Bewusstsein anzulegen. Zum Beispiel für die Bedeutung, Bäume zu pflanzen. So tree planting, we're working now with 3 schools and we want to continue working with schools that every child has to plant at least 1 tree. So this is a campaign that we want to go on with. Was das Bäumepflanzen betrifft, arbeiten wir mit 3 Schulen zusammen und haben dann eine Kampagne, dass jedes Kind mindestens einen Baum pflanzen soll. Und das möchten wir weiterführen. And we also have a compost toilet, how to recycle the nutrients from what we have. Und wir haben auch eine Komposttoilette, um die Nährstoffe, die wir selber in uns tragen, recyceln zu können. And it was also a very good opportunity for us to learn when we want to introduce a new knowledge to the community. People thought that's crazy to collect shit from people. And in the beginning, around 1 week and a half, it was very strange for people to go in. Und es war für uns auch eine tolle Gelegenheit, wieder zu lernen, wie wir denn neue Ideen so an die lokale Gemeinschaft rantragen können. In dem Fall war es so, dass in der ersten Woche das für die Leute dort erstmal sehr suspekt war, diese Toilette zu benutzen. But also working with the communities, like it become a habit, then they know why we are doing this and the benefit of it. Und wenn die aber mitbekommen, warum wir das machen und was es für positive Auswirkungen hat, dann ändert sich das. So we separate the liquid waste and the solid waste, and liquid waste now we also using them in our terrapreta. Und hier bei dieser Toilette trennen wir die flüssigen und die festen Ausscheidungen. Und das wiederum verwenden wir auch dazu, um eine Art Terrapreta anzulegen. And also the god of soils help us on this project. Ja, da war ich auch beteiligt. Das ist übrigens wahrscheinlich die erste Komposttoilette in der ganzen Region dort.
It's probably still the first compost toilet there. The first one. Yeah, so hopefully not the last. So the people that we work a lot with, I mean, we wish to invite more people to come, but a lot of women also come. So we always say we empower, we do program with the women groups. Und wir laden alle Leute ein zu kommen und es kommen auch viele Frauen und mit den Frauen machen wir auch einige so Ermächtigungsprogramme. So women groups come together and not only gardening, but also they can grow. Like this women group, they produce sweet potato and they have a sweet potato bread bakery where they can also market and get money to support themselves. Und die Frauen kommen da also als Gruppen zusammen und in dem Fall diese Frauengruppe, die bauen selber Süßkartoffeln an und backen daraus so Süßkartoffelbrötchen, die sie dann auf dem Markt verkaufen. Now they're still using firewood for baking the bread, but also we are thinking in the future they use solar energy for baking. Immer noch verwenden sie Holz, um diese Brötchen zu backen, aber die Ausrichtung ist, da demnächst auf Solaröfen umzusteigen. And they meet every Friday afternoon. And when they meet, they contribute €5 each person to give to one woman to start a business. The next week again, they meet. They discuss many issues, but they collect €5 each person and give to the next person. So every person can start his own business. Und die treffen sich jeden Freitagnachmittag. Und dann geht es so reihum, dass praktisch jede Frau €5 mitbringt und das quasi in einen gemeinsamen Topf reinlegt, um dann von einer Frau aus der Gruppe eine Geschäftsidee zu unterstützen. Das heißt, alle bringen da Geld mit, die tauschen sich auch viel aus darüber, unterstützen dann alle gemeinsam eine Frau mit ihrer Idee. Und dann geht es Woche für Woche, kommt eine andere Frau dran. We also want to promote more on the solar energy, and this is like an old satellite dish, how you can mount mirrors on it and you can use the sun for cooking. And this is a solar box. Also, we want to learn more on the precision, how to make it work the best way. Und wir sind auch dabei, die Solarenergie mehr nach vorn zu bringen und da zum Beispiel einen Parabolspiegel zum Kochen oder dort unten einen Solarofen, in dem man backen kann. Und wir versuchen da etwas mehr in die Präzision reinzukommen, dass das auch wirklich gut funktioniert. Yeah, we have a lot of sun, and it's also a challenge to see in Germany. You have a lot of panels, and it's gray, no sun. So we have to do a lot of solar paneling. Und wir haben da eigentlich ganz viel Sonne, während in Deutschland, da haben wir ja total viele Solarpaneele, aber der Himmel ist grau und wir haben gar keine Sonne hier. Und hier ist total viel Sonne, aber kaum Solartechnik bisher. So we are doing mushroom farming. This is kind of a house that is very suitable for growing mushroom. And we also now, this house, it's not there anymore. It's broken because of termites. Termites eat the wood. So we have another room which are growing mushroom. And this is how we hang the mushroom so that we can grow more mushrooms. Und das ist jetzt ein Blick in diese Pilzhütte hinein, die leider mittlerweile von Termiten zerfressen worden ist. Das ist aus früheren Zeiten, als dort noch Pilzsubstrat aufgehängt war, um eben Speisepilze heranzuziehen. What do they grow on, the mushrooms? Maize stalks. Okay. Maize stalks. Und die wachsen auf Maisstängeln. We wish you could use the wood, but cutting down trees to mushroom, we promote more reforestation than cutting down trees. Und da ist natürlich nicht angesagt, noch Holz zu fällen, um Pilze zu züchten, denn uns geht es ja um die Wiederaufforstung. Deshalb eher die Maisstängel. But this has energy only around 3 months, and then it's gone, the material. Da reicht die Energie von so einem Bündel ungefähr so 3 Monate lang, bis es aufgefressen ist. So many events that we want to do in the community, but also we network with other projects. We are part of Global Eco-Village Network Movement. Ach ja. Es gibt sehr viele Events, die wir da gemeinsam mit den Leuten machen und sind auch Teil im globalen Ökodorf-Netzwerk, GEN, the Global Eco-Village Network. So we work with a project in Sulzbrum called Project Peace for young people. They come for experience and for
for, what do you say, Volunteering. volunteering. Ja. Da gibt es auch das Project Peace, das in Sulzbrunn hier in Deutschland angesiedelt ist, von dem aus immer wieder Freiwillige jedes Jahr entsendet werden an verschiedene Orte und unter anderem auch dahin und dann dort als Freiwillige an dem Projekt mitwirken. So also we want to involve more institutions. Now at the moment we work with Lund University from Sweden. So we like to involve more people who want to help us with the networking. Und so sind wir auch mit der Universität in Schweden verbunden und wir freuen uns über viele Menschen, die mit uns im Netzwerkverbund zusammenwirken. So this year also we started another project of Animal Humane, how to care for animals and how to make right contact with the animals. Und dieses Jahr haben wir auch begonnen, einen humanen Umgang mit Tieren zu thematisieren. For the fact that in this region people use donkeys for transporting water and transporting wood, and they are causing a lot of injuries to the donkey. So they don't use the right collar harnesses and they beat the donkey instead of talking to the donkey. So how people could make the right contact. Üblicherweise werden Esel dafür eingesetzt, dass sie Lasten schleppen, zum Beispiel hier diesen Wassertransport, und die werden aber meistens nicht tiergerecht behandelt und haben dadurch immer wieder auch Verletzungen. Also geht es uns darum, so ein Bewusstsein zu schaffen, was denn ein eselgerechter Umgang mit diesen Tieren ist. So trying to also show how we want to integrate animals into our permaculture project. But also we teach another method called T-touch techniques, how to come close to the animals. Like donkeys, they usually say it's a very dangerous animal, kicks you, but if you know how to go close to it, it's a very friendly way. Ja, und wir versuchen diese Tiere in unserem Permakultursystem mit einzubetten und uns in den Kontakt zu gehen mit einer Methode namens T-touch, die es ermöglicht, mit den Tieren in einen sehr freundlichen Kontakt zu kommen. Normalerweise sagt man, dass Esel sehr störrische und auch gefährliche Tiere sind, weil sie so mal leicht ausschlagen. Aber die können auch ganz sanft sein mit der entsprechenden Behandlung. So it can be donkey, chicken, or especially with the children play a lot with the chicken, to handle it in the best way. Und gerade für die Kinder, die spielen auch gern mit den Hühnern, also auch da so das Thema, wie gehen wir denn gut um mit den Hühnern? And also the children from the children's home, they now getting stray dogs and they build houses for them and take care of these small dogs and they will give it to the responsible people to take care of it. Und werden in diesem Waisenhaus, wurden für die Hühner so Hühnerhäuschen gebaut und mittlerweile auch weitergegeben an Menschen, wo sie den Eindruck haben, ja, die gehen verantwortungsvoll mit den Hühnern um. But also we'll work with the local vet to do sterilization on these animals so that they don't just give children in the villages. And when we have a lot of stray dogs, they cause a lot of disease. Und da Rabies? Rabies, yes. Und da streunende Hunde ein großes Problem sind, arbeiten wir auch mit dem lokalen Tierarzt zusammen, um streunende Hunde zu sterilisieren. Und das ist auch ein Thema mit Tollwut, nämlich, um diese Tollwut da einzudämmen. So with a lot of spray chemicals around, also we are losing a lot of bees, and this project also we started this year to start beekeeping project. Dieses Jahr haben wir auch ein Bienenhaltungsprojekt gestartet, denn es ist auch bei uns so, dass wir sehr viel Bienen verlieren durch diese heftige Chemikalienbesprühung. So for more information, you can find us in otepic.org, and the website is in English and in German, and also feel free to drop me an email for any clarification of anything. And we have also flyers there, and I really like to say thank you for listening. So thank you. Danke.